Leute, heute zeige ich euch mal meine aktuelle Lieblings-Skincare für morgens. Aber bevor wir loslegen, will ich euch meinen aktuellen Hautzustand nochmal im Close-Up zeigen, weil ich finde, dass das wichtiger denn je ist, weil wir auf Social Media einfach sehr, sehr viele Skin-Filter sehen und das selbstverständlich etwas mit unserer Wahrnehmung macht. Ich habe sogar ein Video dazu gemacht, falls euch das interessiert, verlinke ich euch oben in dem i und auch nochmal unten in der Infobox. Und so sieht meine Haut gerade aus, ein paar Pickelchen hier und da, Rötungen, Textur, Fältchen, Sommersprossen, alles was dazugehört. Ich muss sagen, dass ich sehr, sehr happy bin mit meiner Haut, auch wenn sie ab und zu mal mit einer allergischen Reaktion antwortet, weil sie arg empfindlich ist. Aber nichtsdestotrotz hat sie mir in den 32 Jahren bereits sehr, sehr gute Dienste geleistet. Sie ist gesund, sie schützt meinen Körper und seitdem ich mich damit abgefunden habe, dass alles seine Grenzen hat, egal ob der Lebensstil, die Ernährung oder eben auch die Hautpflege, fühle ich mich sehr, sehr viel wohler in meiner Haut und das kann man auch tatsächlich wortwörtlich nehmen. Eigentlich würde ich sogar ganz dreist behaupten, dass die perfekte, Schrägstrich beste Haut diejenige ist, in der ihr euch persönlich wohlfühlt, egal ob ihr gerne Skincare verwendet, um etwas für euch selbst zu verbessern oder weil es euch einfach so viel Freude bereitet oder ob ihr gerne zu kosmetischen Behandlungen geht, weil es euer Wohlbefinden steigert. Hauptsache ihr macht das für euch und weil es euch und eurem Körper gut tut. Okay, genug rumgeschwafelt, kommen wir jetzt endlich zu meinen morgendlichen Favoriten. Und wie ihr wisst, reinige ich relativ selten morgens, weil ich eine eher trockene Haut habe und über Nacht einfach nicht sonderlich viel Talg produziert wird. Aber wenn ich morgens mal reinige, um irgendwelche Hautpflegereste zu entfernen, dann benutze ich am allerliebsten eine Waschcreme und aktuell ist der From Green Deep Foaming Cleanser von Purito ein großer Favorit von mir. Das ist eine Art Waschcreme. Ich mag ja diese koreanischen Waschcremes unfassbar gerne. Ich habe euch auch eine Alternative zu diesen Waschcremes in einem Video gezeigt. Das verlinke ich euch oben im i und auch unten nochmal in der Infobox und zwar eine Drogerie-Alternative, die zwar jetzt nicht unbedingt ein Dupe zu diesen koreanischen Waschcremes ist, aber die sich relativ ähnlich verhält. Dann könnt ihr das Ganze mal ausprobieren und schauen, ob euch das gefällt. Den mag ich einfach richtig, richtig gerne. Der ist komplett unparfümiert, sehr, sehr angenehm und man braucht wirklich nur ganz, ganz wenig Produkt, das man schön mit Wasser aufschäumen kann und dann im Gesicht verteilt und wieder runterspült. Wirklich super angenehm, brennt nicht in den Augen und hinterlässt jetzt auch kein trockenes Hautgefühl. Im nächsten Schritt benutze ich dann mein eigenes Gesichtswasser mit 5% Glycerin, 4% Niacinamid, 2% Panthenol, 2% Ectoin und 2% Grüntee-Extrakt. Das hat einfach die perfekte Konsistenz, um darüber weitere Produkte aufzutragen, weil die sich einfach auf angefeuchteter Haut besser verteilen lassen. Und falls euch das Thema Feuchthaltemittel wie Ectoin, aber auch Glycerin interessieren sollte, ich habe ein Video dazu auf meinem Kanal, verlinke ich euch oben in dem i und auch unten nochmal in der Infobox. Dann könnt ihr euch gerne dazu informieren, was Feuchthaltemittel für die Haut tun und welche Vorteile sie haben. Und das sprühe ich mir direkt aufs Gesicht drauf. Da sind auch keinerlei deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten und der Sprühnebel ist auch super, super angenehm. Und direkt darüber kommt der Isntree Hyaluronic Acid Toner Plus drauf. Den mag ich sehr, sehr gerne. Der hat auch so ein bisschen eine dickere Konsistenz. Und hier sind unterschiedliche Formen des Hyalurons enthalten. Und Hyaluron gehört auch zu den sogenannten Feuchthaltemitteln, die Feuchtigkeit in der Haut binden. Hier mag ich absolut das Hautgefühl und auch die etwas dickere Konsistenz. Es ist fast schon eine Art Serum, würde ich sagen. Darüber trage ich jetzt ein paar Tropfen von dem Face Theory Resvera F Antioxidant Serum auf. Hier ist 5% Resveratrol und 3% Ferulasäure enthalten. Das sind beides wunderbare Antioxidantien. Man muss bei Face Theory jedoch ein paar Abstriche machen, was die Konsistenzen und die Texturen angeht. Die sind manchmal so ein bisschen tricky, aber hier muss ich sagen, dass ich das Produkt wirklich super angenehm finde. Jedoch nur, wenn man es auf angefeuchteter Haut aufträgt. Ansonsten ist es relativ zäh und ein bisschen unangenehm auf der Haut, aber damit kann ich ehrlich gesagt ganz gut leben, weil ich meine Haut meistens mit einem Gesichtswasser anfeuchte und das hat auch diesen typischen Ferulasäuregeruch. Also alle Skincare-Junkies, die Ferulasäure kennen, die wissen, was ich
meine. Viele sagen, dass das irgendwie nach Wurstwasser riecht. Das kann ich persönlich jetzt nicht so dolle bestätigen. Ich finde den Geruch jetzt nicht unangenehm und trage mir jetzt einfach so ein paar Tröpfchen davon auf. Und auch das kommt natürlich wieder ohne deklarationspflichtige Duftstoffe aus. Das finde ich allgemein bei Face Theory immer sehr, sehr toll, dass man zu den parfümierten Produkten auch immer eine unparfümierte Version aussuchen kann. Und darüber trage ich jetzt eine Kombi aus der Catrice Moisturizing Serum Milk und meinem Booster auf. Mein Booster enthält 1% Bakuchiol und 1% Q10. Das sind auch beides antioxidative Inhaltsstoffe und Bakuchiol hat auch noch ein paar zusätzliche Vorteile. Falls ihr mehr dazu erfahren möchtet, ich packe euch wie immer alles unten in die Infobox. Also wenn ihr Infos zu Produkten oder Quellen und so weiter und so fort haben möchtet, meine Infobox ist eigentlich immer prall gefüllt und ich mache das mit meinem Booster eigentlich meistens so, dass ich irgendein Produkt nehme, was so ein bisschen basic formuliert ist, wie beispielsweise diese Serum Milk von Catrice. Also die enthält hauptsächlich feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe und dann peppe ich solche Produkte einfach mit meinem Booster auf. Der ist auf Ölbasis und somit auch ein bisschen einfacher in der Handhabung im Vergleich zu anderen Produkten und da rollt sich dann auch nichts ab und das Produkt lässt sich dann im Endeffekt auch so ein bisschen besser auf der Haut verteilen. Die Serum Milk von Catrice ist mir manchmal vom Finish ein bisschen zu matt, weil ich ja eher eine trockene Haut habe und da hilft einfach so eine zusätzliche Fettkomponente wie in meinem Booster sehr, aber ihr könnt natürlich auch jedes andere Öl beimengen, was ihr gut vertragt oder was ihr sehr, sehr gerne mögt, um einfach noch so ein bisschen mehr Pflege hineinzugeben. Kleiner Zwischenstopp an alle, die gerade in die Kommentare schreiben wollten, aber da musst du jetzt noch unbedingt eine Augencreme benutzen. Ich möchte mich mal ganz kurz dazu erklären. Ich habe das zwar schon ab und zu mal in einem Video gesagt, aber ich finde nicht, dass ich eine Augencreme benutzen muss, zumal ich es einfach sehr, sehr schwierig finde, anderen Dinge in Bezug auf ihre Hobbys aufzuzwingen und Hautpflege ist ein großes Hobby von mir und eine riesengroße Leidenschaft, sonst hätte ich das nicht zu meinem Beruf gemacht. Mal abgesehen davon, dass der Begriff der Augencreme weder gesetzlich reguliert noch in irgendeiner Form geschützt ist, kann man genauso gut eine Gesichtscreme im Augenbereich verwenden, mit der man gut zurechtkommt und die man auch im Augenbereich verträgt. Augencremes sind zwar oft so formuliert, dass sie weniger ins Auge reinkriechen, aber das ist trotzdem kein Garant dafür, dass sie besonders hautfreundlich oder gut verträglich sind. Viele Augencremes enthalten beispielsweise deklarationspflichtige Duftstoffe, die zu allergischen Reaktionen führen können. Ich persönlich nutze morgens am liebsten im Augenbereich eine Sonnencreme, die ich auch gut vertrage, denn wie wir alle wissen, trägt die UV-Strahlung zu einem Großteil der Hautalterung bzw. Photoaging bei. Da kann eine Augencreme, was die Prävention angeht, einfach nicht mithalten. Und wenn ich mal eine Augencreme benutze, dann hauptsächlich zu Wellnesszwecken und nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt unbedingt eine Augencreme benutzen muss. Wenn wir schon von Sonnencreme sprechen, das hier ist meine absolut liebste Sonnencreme. Und zwar ist es das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Das ist auch bereits meine zweite Tube. Ich liebe sie abgöttisch. Ich vertrage sie wunderbar. Sie sieht auf meiner trockenen Haut einfach nur bombenmäßig aus. Und auch mit Make-up kommt sie wunderbar klar. Sie ist zwar ein bisschen kostenintensiver, aber meiner Meinung nach jeden Cent wert, falls ihr das Geld gerade nicht habt. Ich habe auch eine Drogerie-Playlist auf meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr euch gerne mal umschauen. Ich habe nämlich auch etliche Sonnencremes aus der Drogerie getestet und aufgetragen. Verlinke ich euch oben im i und auch nochmal in der Infobox, falls ihr günstigere Varianten sucht. Ach so, ich habe mir natürlich auch die neue Sonnencreme von Purito bestellt. Auf die bin ich schon sehr, sehr gespannt. Aber bis dahin ist auf jeden Fall die Sonnencreme von Isntree mein heiliger Gral. Und die kann ich halt auch problemlos im Augenbereich auftragen, weil ich die wirklich wunderbar vertrage. Okidoki, das war's jetzt eigentlich schon. Ich habe noch ein bisschen Lipbalm mit SPF aufgetragen, werde gleich meine Regenjacke überstreifen und ein bisschen an die frische Luft gehen. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus diesem Video für euch mitnehmen. Ganz egal, ob es was mit Skincare zu tun hat oder mit eurem persönlichen Wohlbefinden. Wie immer würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Video teilt, einen Kommentar schreibt oder mir ein Däumchen nach oben da lasst. Und es gibt jetzt übrigens auch die Möglichkeit einer Kanalmitgliedschaft. Das wollte ich anfangs erwähnen, habe es aber total vergessen. Deswegen mache ich das jetzt. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, mich
mich und meinen Content und meinen Kanal finanziell zu supporten. Ihr findet den Mitgliedschaftsbutton neben dem Abonnieren-Button und da sind dann sozusagen auch nochmal alle Stufen aufgelistet und was ihr dafür bekommt. Das ist wie ein monatliches Abo, das jederzeit kündbar ist und auch kein Muss ist. Ihr entscheidet das selbst, ob ihr das möchtet oder nicht, aber ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben.